im Nationalen Automuseum in Eversbach, ein absolut unglaublicher Ort, was Autokultur und Autogeschichte angeht. Und hier haben wir wirklich eine unglaubliche Möglichkeit, dass wir hier mitten im Museum unser Signing-Event machen dürfen. Das hatten wir schon mal mit Furusato und jetzt haben wir eine noch unglaublichere Möglichkeit, dass wir beide RWBs mit den jeweiligen Sondereditionen hier hinstellen dürfen und quasi das Museum als Kulisse zu nutzen. Das ist unglaublich. Eigentlich war es relativ klar, dass ich einen zweiten RWB haben möchte. Beim Furusato habe ich ein Auto genommen, was wirklich keiner wollte, weil er hatte 300.000 Kilometer weg und keiner wollte es haben. Und bei Oseshi habe ich gesagt, jetzt kann ich ja nicht die gleiche Story nochmal erzählen. Hatte gesagt, den zweiten baue ich dann aus einem Unfallauto, aber ich wusste mein Konzept noch nicht. Und da ich immer einen 993 GT2 immer noch haben möchte, also ein Evo, werde ich nie haben, aber habe ich gesagt, das ist eine ganz geile Inspiration, weil eigentlich kommt von so einem GT2 dieser ganze RWB-Hype her, beziehungsweise da hat sich auch Akira Nakai inspirieren lassen mit diesen Bolt-On-Fendern und da habe ich gesagt, das wäre eigentlich, das liegt auf Hand. Ich baue dann quasi ein RWB Evo nach, ein GT2 Evo. Es ist so eine Geschichte des Leidens. Jetzt fragt sich jeder, was ist denn mit Leiden? Ganz einfach, er wurde ja zweimal von mir quasi vorbereitet und von Nakai gebaut. Das ist ja jetzt, wie er hier steht, Oseshi G2.2. Das ist daraus entstanden, ich habe ja einen Unfallwagen genommen, der wurde auch gerichtet. Es wurde aber nicht 100% gerichtet. Was ist daraus entstanden? Nakai-san kam zu dem jeweiligen Bauevent, also der kennt wirklich jedes Maß, also das ist unglaublich. Der kennt von einem luftgekühlten Auto jedes Maß, Abstände und er guckt sich das Auto an und sagt, ja, du hast mir gesagt, der hat einen Unfall gehabt, der ist aber nicht gerade. Okay, also der ist auf das Auto zugegangen, ist einmal rumgegangen, hat mir das genau gesagt. Beim Bau hat sich dann wirklich herausgestellt, dass so 2 Spaltmaße wirklich nicht ganz so geil waren. Ich konnte mit diesem Spaltmaß nicht leben. Das heißt, das Auto war fertig gebaut. Es war eigentlich für den Otto-Normalverbraucher, der sieht das Auto, er würde nichts sehen. Aber ich wusste genau, diese 2 Spaltmaße, die gingen gar nicht. Das heißt, das Auto ist ins Lager gewandert und ist erstmal verweilt. Bis ich mir eine neue Rohkarosse gekauft habe den Käfig neu bauen lassen und habe komplett das Auto nachgebaut und habe dann Nakai-san angerufen, habe gesagt, du, wie sieht's aus? Ich habe nochmal eine Rohkarosse, kannst du G2 nochmal bauen? Er hat gesagt, ich bin bescheuert, ich soll das bitte lassen, aber ich wollte es trotzdem und dann habe ich den G2 nochmal bauen lassen. Also 2017 das erste Mal und 2018 das zweite Mal. Und deswegen gibt es G2.1 und G2.2. Was natürlich komplett anders ist, im Gegensatz zu Furusato, er hat ja keine Innenausstattung. Es ist halt wie ein Rennwagen, komplett nackt. Und bei Furusato hat man ja gesagt, okay, ein bisschen Alcantara hier, ein bisschen schön da, eine Anlage. Also es ist komplett das Gegenteil von Furusato. Und auch von dem Bodykit her, da sind keine Canards dran, es ist super slick, also es ist wirklich clean. Wenn du allein die Luftschlitze hinten siehst, die Heckstoßstange ist komplett anders bei dem G2 als beim G1. Also Oseshi hat eine seitliche Lüftung, weil er soll ja auch dementsprechend mit Lader versehen werden. Das heißt, du brauchst eine Entlüftung. Und das Witzige ist, vorne ist ja so ein Air-Intake in der Stoßstange vorne. Und bei der Stoßstange vorne bei Furusato, die ist immer zu. Das ist das erste Mal, dass so eine Öffnung ist. Jetzt denkt man sich, die haut man einfach da rein, dann ist es so. Nee, das wurde genau besprochen mit Nakai. Dann hat er auf eine Serviette was gemacht, irgendwo auf der Welt und hat mir ein Bild geschickt. Und hat dann auch gesagt, ja, wir machen das mit 45 Grad, wir machen das so und so. Und das sind so Kleinigkeiten, was ich immer super cool finde. Man will ja immer irgendwie alles anders machen. Und bei dem ersten Mal, wo ich G2 gebaut habe, habe ich auch ein silbernes Tiefbett genommen und habe gesagt, irgendwie muss ich was anderes machen. Und dann habe ich beim zweiten Bau die schwarz gemacht. Sie wirken irgendwie racy-mäßig, aber irgendwie nicht so groß und nicht so pompös. Ich selber freue mich wie ein Schnitzel, wenn ich dieses kleine 1:18er Modell bei mir im Büro habe.
Also was man hier ganz gut sieht, das sind halt die Lufteinlässe, die Air Intakes hier. Und dann seht ihr halt eben, dass hier wirklich alles clean ist. Hier ist kein Fender Wing, das heißt, hier ist nicht nochmal so ein Flügel drauf wie bei Furusato. Das heißt, der ist wirklich sehr, sehr slick alles. Und genau das war auch beabsichtigt. Hier sieht man auch die Einlässe oder Auslässe dementsprechend. Und ich finde es einfach Bombe. Weil er sieht so clean aus, ne? Einfach schick. Also RWB-technisch haben wir jetzt wirklich lange Ruhe gehabt, so gesehen, ne? Also 2018, letzte Bau. G4 ist in der Mache, das ist mein dritter. Der soll 26 fertig gebaut werden. Und das wird auch nochmal ein Knaller. Anderer Spoiler, andere Lackierung. Und ich kann so viel sagen, es ist die Rohkarosse von G2.1. Die ist jetzt nochmal komplett neu aufgebaut. Das Feedback vom Furusato war riesig groß. Wir haben ganz viele Leute und nicht nur Modellautosammler, auch ganz viele Fans von Sydney mit dem Modellauto angesprochen. Nicht zuletzt sind wir ja auch Modellfahrzeug des Jahres geworden, haben da den Modellauto-Oscar gewonnen. Das ist natürlich auch nochmal eine Auszeichnung. Wir haben tatsächlich mit dem Auto den Nerv der Zeit getroffen oder den Nerv des Kunden getroffen und freuen uns, dass wir so großen Erfolg mit dem Modellauto hatten. Man ist ja besonders stolz, dass man mit Furusato das Modellauto des Jahres 2024 geworden ist. Und vielleicht schafft es, also ich hoffe es wirklich von tiefstem Herzen, dass wir da vielleicht wieder Modellfahrzeug des Jahres werden. Das wäre natürlich Bombe. Zum Abschluss möchte ich mich nochmal bei allen Fans, Kunden, Enthusiasten und Sammlern bedanken, die sich einen RWB Porsche gekauft haben und zu Hause in ihrer Vitrine präsentieren. Weil in so einem Projekt steckt sehr viel Arbeit, sehr viel Energie fließt da rein und wenn dann das ganze Thema Erfolg hat, ist das natürlich umso schöner. Danke, dass ihr alle mitgemacht habt und ich wünsche euch viel Freude mit den Modellen und auch mit den Geschichten, die es rund um diese Modelle gibt.